Wir sind hier mit Johannes Urbicht und er hat es in die Top 82 geschafft, der deutschen Meisterschaft, und zwar mit Xyz zu Monarch. Dann zeig doch mal dein Deck. Ja, also 3 Erebus. Es gibt Xyz-Decks, die spielen nur 2, das verstehe ich nicht, weil sie macht +3, wenn sie beschworen wird, das muss man nicht erklären. Genau wie die hier. 3 Kuras, ein Majesty's Fiend, 3 rote, einen blauen, 3 Mitra und ein Maxi. Das ist ja schon ziemlich ungewöhnlich. 3 Mitra, keine Idea, kein Erdos. Genau. Die Sache ist, wenn man damals schon mal gegen BA gespielt hat, dann weiß man vielleicht, dass Alec auf den Effekt von Idea nicht so cool ist. Das heißt, der Eidos kommt und wird negiert. Selbiges passiert, wenn der Gegner zum Beispiel Tin Can Strawman auf dem Feld hat, du summonst Idea und er banisht einen Piloten und holt sich die Dark Lady, dann wird der Eidos auch negiert. Das heißt, deine Normal Summon ist verbraucht, du kannst praktisch deinen Zug beenden. Und das wollte ich mit dem Deck halt nicht. Das heißt, alles, was mein Tributfutter ist, ist keine Normalbeschwörung, das heißt, es kann negiert werden. Ich habe immer noch Optionen. Ich mache Turn 1 mit den Mitra eigentlich genau dasselbe wie ID und Eidos Turn 2. Ich dachte eigentlich, dass mir das im Mirror Match so ein bisschen einen Nachteil gibt, aber ich bin halt theoretisch eigentlich einen Zug schneller und ich würde im Mirror Match, selbst wenn ich ID und Eidos spiele, je nach Situation sowieso einen von den Kleinen aus dem Friedhof mit Erebus entfernen. Von daher bin ich eigentlich einen Zug schneller und das gibt mir einen Vorteil. Den Majesty, der ist vielleicht auch ein bisschen komisch, den spielt nicht jeder. Aber du hast halt durch Mitra einfach die Option, ihn dir über Return zu suchen und direkt First Turn auszuspielen. Was halt gut ist. Und dann nur ein Random Maxi, wieso? Das eine Random Maxi, das war vorher in dem Domain-Bild. Also man kann zu dem Deck eigentlich sagen, das ist ein Domain Monarch Deck mit Extra-Deck. Also wenn ich Domain Monarch spielen würde, dann wäre das vielleicht eine Escalation, weil ich anfangen wollen würde. Und der dritte Kuras wäre ein Megatestalos. Aber da ich Second gehen will, ist das Maxi. Das halt, entweder startest du es oder du siehst es nicht. Das wäre so, als wenn du keinen Maxi spielen würdest. Meist ist das so, dass du halt dann mit Pantheism, Doppel-Pantheism 2 Karten ziehst und dann kommt das Max C, wenn du Second gehst, so zu spät zur Party, dann passiert nichts mehr. So, dann hat's halt. Du ziehst halt einfach tote Karten nach, genauso wenn du 2 oder mehrere Maxi ziehst. Also entweder hast du es First Turn oder du hast es nicht. Hat im gesamten Turnier auch so gut geklappt. Alles klar. Immer schnell. 3 davon, beste Karte, Didua plus Spellbook of Crescent. 3 Roter, 3 Whirlwind, 3 permanente Kosten verringern, 3 Soul Exchange, macht Backrow weg, 2 Teleport und ein Upstart. Frostblast ist auch neu für viele. Frostblast ist mega gut, weil. Das kommt mir vor, wie in einer Dauerwerbesendung. Frostblast ist mega gut, weil du halt nicht. Also, du willst eigentlich nicht First gehen und ich habe halt mit vielen Demise-Decks gerechnet. Und auch BA, also eine Backrow ist meist da und du kannst halt eine Engine-Karte spielen, die du suchen kannst, ist halt einfach flexibel und du brickst halt weniger mit einer, weil du sie unter Umständen auch mit Pantheism abwerfen kannst und so weiter. Das heißt, die ist halt da und kann Probleme beseitigen. Alles klar. Vielleicht komisch ist das hier noch in dem Exit-Deck. Die meisten spielen nur eine, aber ich finde, mit Mitra brauchst du das und die plus 800 Push sind halt einfach relevant. Das ist wichtig. Und 3 einsame Prime. Ja, also das ist natürlich zum Standard. 3 Prime muss man spielen, ja. Extra Deck spiele ich einen Dante, eine Beatrice, ein Breaksword und ein Omega. Die sind eigentlich nur für die hier. Ein Chimera-Tech, weil Marvin hat schon erklärt, du willst gegen Planet verlieren. Der ist cool, der macht OTK. Der ist richtig krass im Mirror-Match. Der macht OTK, der ist gut gegen BA. Was haben wir noch im Angebot? Zudem muss man noch sagen, der ist relativ gut, das habe ich im Turnier gemacht. Dein Froststoß sagt ein Monster mit 2400, wo ist er? 2400 oder mehr Angriff und 1000 Def. Das heißt, du kannst ihn ausspielen und deinen Froststoß aktivieren, weil dieselben Verteidigungswerte hat wie ein Monarch. Das ist schlau. Das hat mein Gegner dann auch irgendwie nicht erwartet. Magna Liger, du spielst halt Red Layer, das heißt, du kannst ihn unendlich loopen. Andreas und Tiras, der macht halt Maske weg und das ist so der einzige 5er-Exit, den du unter Rivalry gegen die Mice-Decks machen kannst, weil das halt auch eine Fee ist.
Der macht Backwards weg, auch gegen die Mice-Decks ziemlich gut. Und 2 Gaia, weil du in der Theorie einen Gaia für den brauchst und einen Gaia für den, wenn er ohne Materialien floatet, weil er dann nicht angreifen darf. Wow, alles klar. Relativ Standard. Und das extra Deck. Side-Deck. Side-Deck, richtig. 3 dafür, für BA. 2 Maxi. Eigentlich nur gegen Combo Cosmo und Pepe, wenn man gegen sowas noch spielen sollte. 3 Cyberdrache, weil Planet so gut wie gegen alles. Die Mice-Decks. Und das. Ich wollte eigentlich eine Emptiness boarden, da ist der Platz relativ knapp geworden. Und das ist halt im Grunde ähnlich wie Emptiness, nur nicht ganz so, aber es ist halt eine Karte, die du suchen kannst. Das heißt, du spielst ja theoretisch mehr davon, die Chance, dass du die hast, ist höher und du kannst halt im gegnerischen Zug damit spielen. Und das gewinnt halt im Mirror Match. Ich hatte halt Situationen, wo ich Mirror Match gespielt habe und meine Gegner haben massig Karten gebordet und meist sind sie an ihren Boards gestorben und ich konnte halt einfach das Maxi und den Vanity's Fiend Majesty's Fiend im Mirror Match rausnehmen und habe halt nicht gebrickt. Habe halt Engine-Karten gespielt und habe sie halt öfter gesehen als er seine 6-7 Sideboard-Karten. Alles klar. Hast du denn überhaupt gebrickt an dem Turnier? Ich habe einmal hart gebrickt, das war direkt Runde 1. Da habe ich dann mich entschieden, Spiel 2 Quantum zu spielen. Also ich habe mit 2 Teleport, ein Blaue und 2 Rot gestartet. Das war dann, konnte ich nicht so viel tun, aber ansonsten habe ich sag mal so halb gebrickt. Also ich bin meistens Second gegangen und konnte halt trotzdem mitspielen. Vielleicht nicht so viel machen, vielleicht nur Majesty Fiend ausspielen, aber ich konnte halt spielen. Also einmal habe ich wirklich hart gebrickt. Und meine einzigen beiden Loss, also in Swiss und in Topcard, war halt derselbe Spieler, der sich entschieden hat, das unkonstantere Deck, sag ich mal, zu spielen mit mehr Power im Deck, sag ich mal. Der hat halt diese Brilliant Fusion Version gespielt und wollte halt auch einfach nicht bricken. Von daher habe ich 4 Spiele gegen den verloren. Aber passiert, ich gönn's ihm, der war gut, vielleicht macht das ja. Alles klar. Dann, willst du noch irgendwas verändern? An dem Deck? Nö, so wie es ist. Bleibt. Okay. Dann irgendwelche Shoutouts? Ultimate Guard, Ordinary Yu-Gi-Oh!, Marvin Weber, Dave Grabert, Rusty, Adler, Julius, Imran. BB-Land Berlin, bester Kartenladen in Berlin, wenn ihr bei der EM seid, kommt vorbeischauen, lohnt sich. Das war's soweit, ja. Alles klar, dann danke fürs Segment.